Hallo, willkommen beim 1000 Becker Report. Heute mit dem Thema Goldaktien, Goldratio. Kommt jetzt ein Ausbruch der Goldaktien? Disclaimer. Goldaktien, Goldratio. Kommt jetzt ein Ausbruch der Goldaktien? Das GDX-GDL-Ratio zeigt eine interessante Chartformation, vor allem die inverse SSHSS-Formation könnte einen Hinweis liefern, dass Goldaktien bald stärker steigen, da sie immer noch viel schlechter performten als Gold selbst. Die gestrichelte Linie zeigt zudem vier exakte Landungen der Korrekturen, eine sogar bis zurück ins Jahr 2019, siehe blauer Pfeil links. Die inverse Schulterformation sind in der Regel bullish, in diesem Fall für Goldaktien, die weiter kaum beachtet werden und es unsere nicht enorme Gewinne möglich machen, wenn sie einmal beginnen zu steigen. Warten Sie also nicht zu lange mit dem Kauf von Goldaktien, denn auch Korrekturen enden plötzlich und die Kurse explodieren. Ja, in jedem Fall kann man sagen, es ist eindeutig ein absoluter Boden hier bei Goldaktien im Verhältnis zu Gold gebildet worden ist. Die Fallhöhe nach unten existiert aus meiner Sicht im Wesentlichen nicht. Es ist eigentlich der besten Setups einzusteigen, aber wie es immer so ist, keiner steigt ein, alle brauchen sie Euphorie, alle werden sie erst dann steigen, wenn Goldaktien überbewertet sind und wenn da noch eine gewisse Dynamik ist. Aber jetzt ist eine einmalige Chance. Wir stehen in jedem Fall vor einem Goldanstieg Richtung 2400, vielleicht 3000 nächstes Jahr, vielleicht auch stärker. Es gibt auch Indizien dafür, dass es wesentlich stärker hochgehen kann innerhalb der nächsten 12 Monate. Und besonders profitieren, auch nur vor einem moderaten Anstieg von Gold und Silber, würden eben diese extremst unterbewerteten Penny-Gold-Aktien. Und deswegen ist dieser Sektor interessant, aber er ist eben doch ungeliebt. Es ist nicht viel Geld drin. Kaum jemand erwartet, dass sie steigen können. Dennoch ist es meiner Meinung nach eine ausgesprochen interessante Chance, wenn nicht eine Jahrhundertchance. Ja, hier nochmal einige Worte zu einem angehenden Goldproduzenten aus Venezuela. Venezuela ist immer extremes Risiko, also klar keine Kaufempfehlung. Trotzdem gab es da interessante Chartbewegungen aktuell zu beobachten. Ist nämlich ausgebrochen, die Aktie. Da gab es auch für Gründe. Aber erst nochmal zum Unternehmen. Das Unternehmen ist ein Goldproduzent und Explorationsunternehmen mit großem Grundbesitz in den produktiven Bergbauregionen Bolivar State im Süden Venezuelas. Die Unternehmensstrategie besteht darin, in naher Zukunft ein mittelständischer Produzent, 500.000 Unzen Goldproduzent mit niedrigen Kosten zu werden. Das Unternehmen betreibt die Mine Choco 10 und ist die Mine Isidora, die sich im Distrikt El Calo im Südosten Venezuelas befinden. Also das Unternehmen hat circa 17 Millionen Unzen Gold mittleren Grades. Ähm, Wie gesagt, es gab Probleme. Sie kennen, Venezuela ist ein sozialistischer Staat und respektiert nicht die Eigentumsrechte von irgendwelchen Investoren etc. Dennoch zeichnet sich jetzt offensichtlich eine politische Lösung an, weil die USA das Öl Venezuelas auch für sich nutzen will. Und da gibt es jetzt eben eine aktuelle Meldung in dem Zusammenhang, die ich hier nochmal übersetzt habe. Die USA sind bestrebt, die Beziehung zu Venezuela zu verbessern, um das Land dazu zu bewegen, seine Ölproduktion für die USA zu steigern. Es wird immer wahrscheinlicher, dass die beiden Administrationen den Gläubigern Venezuela erlauben wird, eine Versteigerung von Citgo voranzutreiben. Nach einem Rekordnettogewinn von 2,8 Milliarden Dollar im Jahr 2022 meldete Citgo für das erste Quartal 2023 einen Nettogewinn von 937 Millionen Dollar. Citgo ist ein US-Erdölunternehmen mit Sitz in Houston. Es ist eine hundertprozentige Tochter der staatlichen venezuelischen PDVSA, also ein venezuelisches Staatsunternehmen. Wie auch immer, sie scheinen sich einen Ausgleich zu finden und die Gläubiger von diesen ehemals verstaatlichten Unternehmen und von diesen Eingriffen, ich will da auch nicht zu den Details gehen, die habe ich nicht, aber jedenfalls aufgrund dieser Meldung ist hier das Goldunternehmen auch gestiegen. Ist natürlich absolut extremes Risiko, aber Sie sehen, wie dieses Unternehmen dann auch steigen kann. Rein theoretisch
könnte das Unternehmen schnell auch wieder so einen Spike geben, wie wir hier 2018, 2019 erlebt haben. Und bei einer wirklichen Einigung oder Normalisierung dieser Beziehung und die Entschädigung der Gläubiger aus dieser riesigen Cashco-Zitco könnte es natürlich einen kompletten Neuanfang für dieses Unternehmen gehen. Das ist eine absolut hohe Spekulation, aber sage ich mal, es ist einfach so in dieser Weltgeschichte, nach langen Phasen der Misswirtschaft treten mit einmal dann doch Phasen der Kooperation etc. Und das könnte eben dazu führen, dass die Goldproduktion sich dann normalisiert, die Eigentumsverhältnisse gerechtet werden, die Gläubiger entschädigt werden kann. Und das könnte sowas sein, dass völlig unterbewertete Unternehmen in dem Zusammenhang dann natürlich dann auch drastisch steigen. Kann sein, dass das Unternehmen hier relativ schnell Richtung 1 Dollar steigt, wie auch immer. Wie gesagt, extremes Risiko, keine Kaufempfehlung, aber das sind die Entwicklungen, die im Augenblick zu beobachten ist. Und das wollte ich Ihnen an dieser Stelle mitteilen. Rein theoretisch, das ist jetzt schon ein bisschen her, habe ich den Potenzialfaktor hier auf ungefähr 100 gesetzt. Das würde bedeuten, in einer völligen Normalisierung, einer Aktienmania, wenn wirklich auch Gold hoch ist und die Verhältnisse in Venezuela weiter dabei sind, sich zu normalisieren, könnte es theoretisch auf 10 Dollar steigen, was ziemlich unglaublich ist. Wie gesagt, wir sind eigentlich im Wesentlichen da interessiert, dass diese Art Pennygold-Aktien sich irgendwann zumindest zu Dollar-Aktien entwickeln, aber in einem wirklich drastischen Bullenmarkt für Gold können eben auch noch ganz andere Bewertungen kommen. Das ist natürlich ein Jahrhundertphänomen, wenn man so will, aber wir glauben ja, dass es eben bevorsteht. Und das sind eben ganz interessante Nachrichten aus Venezuela. Wie gesagt, Venezuela ist nach wie vor extremes Risiko und keine Kaufempfehlung. Ja, hier nochmal eine grundsätzliche Aussage zum Goldpreis, die ich ja schon angedeutet habe. Es ist theoretisch grundsätzlich möglich, dass Gold jetzt auch innerhalb von einem guten Jahr von 2000 Dollar auf 8500 Dollar steigt. Warum? Weil eben diese Chart-Situation absolut ähnlich ist mit dem letzten großen Goldboom der 1970er Jahre. Dort ist damals Gold auch von Ende 1978 bis Ende 1979 von 200 Dollar auf 800 Dollar gestiegen, sich einfach mal so vervierfacht haben innerhalb von einem Jahr. Daran glaubt natürlich keiner, aber die Chartsituation ist dieselbe, die Situation ist viel extremer. Das ist möglich. Wir persönlich glauben das vorerst nicht. Ich denke, man wird es versuchen zu managen, aber es wird zumindest etwas Druck rausgenommen werden. Der Silbermarkt ist ja aktuell auch ziemlich unter Druck. Es gibt da wirklich immer mehr Abflüsse aus der COMEX. Das Ganze könnte dazu führen, dass man Gold und Silber auf einem höheren Niveau versucht zu stabilisieren, einzugreifen. Also man lässt es auch für die von den Statisten erwarteten Goldpreise 2400 wachsen, Silber vielleicht 50 und dann bleibt es momentan vielleicht noch eine Zeit lang gleich. Schwer zu sagen, aber es kann eben auch komplett ausbrechen. Die Charts geben das her und die allgemeine Situation auch. Also man sollte das nicht völlig ausschließen. Nur als an Rande zum grundsätzlichen Situation. Ja, was liegt vor uns? Wir glauben eben jetzt, dass eben Gold und Silber einfach moderat steigt und dass es dann eben zu einer Goldaktienrallye führt. Hier zum Beispiel haben Sie das gesehen. Damals war es so eine Corona-Krise hier eine Beispielsaktie von 2 Cent auf 36 gestiegen. Und Gold ist eigentlich um 35% gestiegen und hier steigen Aktien um 2000, 3000%. Das ist eben das Attraktive an Goldaktien und insgesamt vereinfacht sage ich, dass es eine Situation ist, wo hoffentlich viele dieser Penny-Stock-Aktien auch eben wie die vorgestellte, dass sie zumindest Richtung 1 Dollar steigt und wenn man schön verschiedene Penny-Gold-Aktien kauft, dynamische, gut funktionieren, gegebenenfalls weiter beobachtet, gute Nachkauf, was wir auch als einer unserer Motivationen sehen. Das ist auch der Grund des Reportes sozusagen, dass wir versuchen, immer wieder die darzustellen, die eben das Potenzial haben, nächste Haus auf 1 Dollar und mehr zu gehen. Das ist so zu dem Grund und eben ein paar hunderttausend Anteile, die man zum Beispiel in solche Pennygold-Aktien durchaus erwerben kann, was eine machbare Sache für fast jeden ist, können dann ein paar hunderttausend oder bei Millionen eben in Richtung Millionen werden.
Das ist, denke ich mal, ist eine einmalige Situation. Und das sozusagen das erste Ereignis. Also Gold und Silber steigen moderat und es führt, weil wegen der Unterbewertung, zunächst bei Gold- und Silberaktien zu einer absoluten Aktienrallye, vielleicht die noch nie da gewesen ist. Ja, sie sind eben extrem unterbewertet. Hier nochmal das Gold-Aktien-Gold-Ratio. Hier sehen Sie, das ist zum Beispiel Gold-Aktien-Gold. Goldaktien damals 2000 hier 11 mehr oder weniger etwas gestiegen und das führte schon zu einem enormen Anstieg von Goldaktien. Und hier meinen die Statisten, dass dieser Impuls diesmal viermal stärker ist, also ein ungeheuer Druck drauf ist. Weiterhin sind Junior-Goldaktien im Vergleich zu Senior-Goldaktien extremst unterbewertet und auch diese Unterbewertung, wie hier im Jahr 2002, kann sich innerhalb von weniger Monate auflösen. Sowas in der Art könnte bevorstehen. Und das bedeutet natürlich dementsprechend Anstieg von Goldaktien. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3 ist es einfach, was machen wir mit den Goldaktiengewinne? 1980 war es relativ einfach, da war das System auch noch nicht so bedroht. Da sind Goldaktien gestiegen und man hätte im Grunde genommen diesen Spike ausnutzen sollen und 1980 hätte man die verkaufen können und einfach Top-Standardaktien, Top-Fonds wie Berkshire Hathaway und sonst was kaufen. Äh, das hat Berkshire Hathaway hat sich dann darauf um Faktor 100 oder 200 viele andere Aktien auch entwickelt. Also eigentlich nur mit 2 Klicks und man hat eigentlich lebenslang Einkommen gehabt. Dann hätte man genauso auch Dividendenstartaktien dann kaufen können, aber eben für eine riesige Menge durch diese Goldaktiengewinne. Also es ist also im Grunde genommen ist es zumindest 1980 so gewesen, ist Goldaktien ein Maximierungstool gewesen, um reale Assets zu kaufen. Wir genauso gut eben auch günstige Häuser etc. kaufen können. Die Situation ist im Prinzip dieselbe mit natürlich dem Unwissen, weil die Exzesse, die Situation extremer sind, ob überhaupt das Bankensystem in dieser Form in der Krise offen gehalten werden kann. Das kann man bezweifeln und deswegen empfehlen wir eigentlich eher einen Großteil dieser Gold- und Silberaktiengewinne durch vermehrte Gold und Silber zu investieren, einfach um davon nicht überrascht zu sein, dass man dann auch ein Aktienbankensystem ist. Dennoch schließe ich nicht vollkommen aus, dass es funktioniert und ich würde vielleicht zu 95% diese Gewinne in Gold und Silber gehen und vielleicht einen Teil der anderen verbleibenden Goldaktien im digitalen System sein, Top-Fonds, Top-Aktien zu investieren, was wir dann als nächstes machen werden, wenn der Goldaktienboom vorbei ist. Einfach in der Hoffnung, dass das denn in irgendeiner Art und Weise nach den unausweichlichen Währungsschnitten, die irgendwann kommen werden, dann weiter bewertet sind. Einfach nur, um sozusagen dran zu bleiben. Und die Masse sollte meiner Meinung nach Sicherheitsgrund Gold und Silber. Und wenn dann diese Exzesspreise erreicht werden, Sie kennen das ja alles, das 8000 Kaufkraft wird für Gold gerechnet, für Silber irgendwo 200 bis 400. Wenn die Maximalwerte erreicht sind, dass man auch ein klares Konzept hat, in was man das reinvestieren kann. Ja, man muss sich im Grunde genommen nicht versuchen, nicht Opfer dieser Ereignisse zu werden, sondern im Grunde genommen das zu reiten. Also das heißt, jetzt ist eben eine Goldaktienmanie bei nur relativ moderaten Anstieg von Gold und Silber vermutlich. Dann mit Faktor 4 gekennzeichnet, dann diese Gold- und Silber-Exzesspreise, aber zu dem Zeitpunkt ist es nicht mehr ratsam, Goldaktien zu besitzen, eben aufgrund von Eingriffen auch der produzierenden Länder oder auch das eigene Bankensystem. Und ab irgendeinem Punkt, wo wir Gold und Silber diese Maximalwerte erreicht haben oder nahezu erreicht haben kann, braucht man ein klares Konzept, in was man das reinvestieren kann. Das könnten Top-Fonds, Top-Aktien oder Firmen oder eben auch ja, Immobilien sein, die Ertrag abwerfen, aber die man dann eben für absolute Ausverkaufspreise bekommt. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen, auch Potenzialfaktor zu errechnen. Exit-Strategie ist auch mit beigefügt. Wenn Sie sich für den Report interessieren, dann finden Sie das in der Beschreibung hier im YouTube-Videos. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Die sind zu jeder Zeit immer in Gold und Silber gekommen. Und Sie können das einfach überweisen und schon ist es in Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Sie haben keine Mindestinvestitionssumme, Sie können es jederzeit verkaufen und dementsprechend wieder flüssig machen.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Vielleicht auch ein Like geben, das würde dem Algorithmus auf die Sprünge helfen. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.